Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie ich die Daten meines Hohmals Wechselrichters, der sich unter den beiden Solarmodulen meines kleinen Balkonkraftwerkes befindet, auslesen kann. Ich bediene mich dabei eines Open-Source-Projektes. Das Ganze nennt sich Ahoi DTU und die Materialkosten, die mir dabei entstehen, bewegen sich in der Größenordnung von 10 bis 20 Euro. Es gibt von Ahoi DTU eine Homepage, die ist sehr gut und übersichtlich gestaltet. Man sollte sich diese Seite unbedingt ansehen, bevor man einen entsprechenden Empfänger für die eigene Anlage baut, denn hier sind verschiedene Varianten für verschiedene Wechselrichter und auch für verschiedene große Anlagen realisiert. Ein weiteres Open-Source-Projekt heißt OpenDTU. Das hat sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, die Daten vom Hohmals-Wechselrichter zu empfangen. Mit diesem Projekt setze ich mich hier allerdings nicht näher auseinander. Wechselrichter, auch Inverter genannt, haben die Aufgabe, die Gleichspannung, die von den Solarmodulen geliefert wird, in eine sinusförmige Wechselspannung umzuwandeln, sodass dann diese Wechselspannung in das Haus eingespeist werden kann. Wir sehen hier den Wechselrichter, der bei mir unter den Modulen verbaut ist. Der Wechselrichter hat eine Seriennummer, die ist auf dem Wechselrichter aufgeklebt und auch auf der Verpackung aufgeklebt. Diese Nummer sollte man sich unbedingt merken, bevor man das Ganze verbaut, denn die braucht man, um mit dem Hohmals-Wechselrichter zu kommunizieren. Der Wechselrichter sendet etwa alle 30 Sekunden ein Signal aus, mit dem er die Daten, die er gespeichert hat, bekannt gibt. Er ist aber auch in der Lage, Daten zu empfangen. So kann ich zum Beispiel die maximale Leistung, die der Wechselrichter erzeugt, konfigurieren, indem ich ihm ein entsprechendes Signal sende. Wenn ich das Ganze nun realisiert habe, kann ich nun in einem Browser diese Daten sichtbar machen. Das Ganze funktioniert allerdings nur bei Tageslicht, denn die Wechselrichter von Hohmals senden das Signal nur dann aus, wenn sie selber genug Energie zugeführt bekommen, und zwar über die Solarpanels. Nachts kann ich hier nichts empfangen. Wir sehen hier, dass zum Beispiel die derzeitige Wechselspannungsleistung angegeben wird. Ich sehe hier die Arbeit, die mein Wechselrichter an diesem Tag bereits verrichtet hat, und auch die gesamte Arbeit, die von meinem Wechselrichter abgegeben worden ist. Hier sehen wir die Gleichspannungspower, den Wirkungsgrad, und einige weitere Werte mehr. Die Solarmodule kann ich nun einzeln zuordnen, sodass ich auch für die einzelnen Solarmodule wichtige Daten ablesen kann. Hier zum Beispiel, ich sehe, das eine Modul hat 9,95% Einstrahlung, das andere nur 9,78%. Ich kann nun aber auch, wenn ich dieses Projekt realisiert habe, den Wechselrichter konfigurieren. Das ist eine sehr wichtige Sache, denn zurzeit sind nur 600 Watt erlaubt, die der Wechselrichter maximal abgeben darf bei einem Balkonkraftwerk, so wie ich das betreibe, sodass ich hier also tatsächlich über diese Seite die 600 eingeben muss und das Ganze dann zum Wechselrichter schicken muss. Denn mein Wechselrichter ist mir mit einer maximalen Leistung von 800 Watt ausgeliefert worden, sodass ich den gar nicht betreiben dürfte, wenn ich diese Veränderung nicht vorgenommen hätte. Gehe ich da den Weg, den der Hersteller vorgesehen hat, so muss ich mir einen sehr teuren Stick kaufen, mit dessen Hilfe ich dann das Gleiche realisieren kann. Oder ich muss sogar den Wechselrichter einsenden, was nach einer bereits erfolgten Montage quasi unmöglich ist. Wir sehen hier die fertige Schaltung. Ich habe sie noch nicht in ein Gehäuse eingebaut. Diese Schaltung besteht aus einer kleinen Antenne und einem WLAN-Modul. Das Ganze muss ich nun noch über Leitung verbinden und kann das mit einem handelsüblichen Netzgerät über ein USB-Kabel betreiben. Ist die Anlage einmal soweit fertig aufgebaut, so gibt es folgende Signalkette. Der Wechselrichter sendet ein Signal aus, dieses wird von der Antenne empfangen. Die Antenne gibt über die entsprechende Verdrahtung die Daten weiter an dieses WLAN-Modul.
Das WLAN-Modul spannt tatsächlich ein richtiges WLAN auf, das völlig unabhängig ist von den weiteren WLANs, die man in seinem eigenen Haus betreibt. Ich kann mich nun mit meinem Laptop in dieses WLAN einlesen und die Daten, so wie wir das eben gesehen haben, mit Hilfe eines Browsers darstellen. Das ist im Grunde eine sehr einfache Sache. Diese Lösung, dass ich mich hier direkt mit meinem Laptop auf dieses Modul einklinke, ist recht ungünstig, denn ich habe ja in diesem Moment keine Verbindung zum Internet und das will ich ja in aller Regel. Ich möchte auch, wenn ich hier arbeite und diese Daten gelegentlich auslese, natürlich auch im Internet arbeiten können. Diese Möglichkeit besteht ebenfalls. Ich werde gleich zeigen, wie man das realisiert. Dann ist es so, dass sich dieses WLAN-Modul in den Router einwählt, also mit dem WLAN meines Hauses verbindet und ich kann nun über meinen Laptop und das normale Netzwerk auf dieses WLAN-Modul und die Daten, die dort empfangen werden, zugreifen. Die Komponenten, die ich bei meiner Lösung verwendet habe, sind tatsächlich nur die Antenne, so wie hier beschriftet. Dabei sollte man darauf achten, dass hier das Pluszeichen angegeben wird, sonst funktioniert diese Variante nicht. Dieses WLAN-Modul, das ein WLAN aufspannt, die entsprechende Verkabelung und ich brauche dafür einen Lötkolben, denn ich muss diese Kontaktleisten hier drauf löten, da und da, um diese Verbindungskabel aufstecken zu können. Hier muss das Gleiche passieren, sodass ich die Verbindung herstellen kann. Ich kann natürlich auch direkt Lötverbindung herstellen, ohne diesen Kabelsatz mit diesen Steckern, aber dann bin ich natürlich auch auf einen Lötkolben angewiesen. Um das Ganze etwas stabiler herzustellen, kann man außerdem noch einen Kondensator mit 100 Mikrofarad verbauen, auch das werden wir gleich noch sehen. Hier sehen wir die Kabel, die man mitbestellen kann und man kann auch noch ein Display mitbestellen, sodass man das Ganze dann direkt in ein Gehäuse einbaut und dort die Daten ebenfalls ablesen kann. Das Minimum, das hier angegeben wird, besteht aus diesen 3 Komponenten, die hier mit 10,70 € in etwa zu Buche schlagen. Ich habe alles bei Makershop bestellt und das hat etwa genau diese Kosten verursacht. Wir sehen hier nun das Schaltbild. Das ist das WLAN-Modul. Das ist die Antenne. Und ich kann mir hier nun die einzelnen Bezeichnungen ansehen und sehe an diesem Schaltbild, welche Kontakte ich wie verbinden muss. Das Ganze kann man auch auf der Ahoy DTU-Seite als Bild betrachten. Hier sieht man also genau, welche Verbindungen wie gezogen werden müssen. Und hier ist auch der Kondensator eingezeichnet, der, wenn ich ihn denn wirklich einsetzen möchte, auf diese Art und Weise in die Schaltung zu integrieren ist. Der dient nur der Stabilität, der muss nicht unbedingt sein. Die Verdrahtung, die wir hier sehen, ist also durchaus auch durch einen Laien durchführbar. Man muss nur genau entsprechend diese Verbindung ziehen. Hat man erstmal die Kontaktstellen hier aufgelötet, so geht das tatsächlich mit einzelnen Drähten ganz einfach. Das sollte also auch für Laien kein Hindernis sein, dieses Projekt durchzuführen. Während der Inbetriebnahme werde ich mein WLAN-Modul flashen müssen. Das heißt, ich muss es im Grunde programmieren. Natürlich gibt es dafür ein fertiges Programm. Das muss ich nicht etwa selber anfertigen. Dazu ist aber zwingend eine Verbindung mit einem Computer, hier bei mir der Laptop, erforderlich. Wie ich eben bereits gesagt habe, hat man das Ganze einmal realisiert. So kann man den Funkempfänger mit dem WLAN-Modul an einem beliebigen Ladegerät betreiben. Sehr wichtig ist insbesondere bei der Inbetriebnahme, dass man ein USB-Mikrokabel verwendet, das voll belegt ist. Das heißt, alle Anschlusspunkte, die wir in diesem Bild sehen können, müssen auf beiden Seiten des Kabels belegt sein, denn dieses Kabel dient nicht nur der Energiezufuhr zu diesem WLAN-Modul, sondern es müssen auch Daten übertragen werden bei der Inbetriebnahme. Und es gibt auch USB-Kabel, die eben nicht voll belegt sind, die sind dann dünner und dann funktioniert die ganze Inbetriebnahme nicht und man weiß dann beim besten Willen nicht, woran das liegt. Also da muss man unbedingt darauf achten, dass man da ein vernünftiges USB-Mikrokabel verwendet. Hat man mehrere, so kann man im Grunde daran, dass das
geeignete Kabel dicker ist, erkennen, welches man verwenden muss. Ich gehe jetzt doch mal etwas näher auf das WLAN-Modul ein. Wie bereits gesagt, dieses Modul errichtet über diese Antenne ein eigenes WLAN, auf das ich mich mit Hilfe eines geeigneten Gerätes, zum Beispiel meinem Computer, einwählen kann. Das WLAN heißt Ahoy DTU, sehr naheliegend, und ich muss, wie bereits gesagt, diesen Mikrocontroller programmieren. Das nennt man hier Flashen, der muss also geflasht werden. Das Programm, das ich dazu auf diesen Computer spielen muss, ist kostenlos und wie bereits gesagt, ich muss dazu ein geeignetes USB-Kabel verwenden. Wir sehen hier den Text auf der Ahoy DTU-Seite. Hat man sich an die entsprechende Stelle vorgearbeitet, so kann man die Firmware flashen. Das ist genau dieser Vorgang, den ich gerade beschrieben habe. Dazu muss ich eben das fertig aufgebaute Modul an meinen Rechner über die USB-Schnittstelle anschließen und gehe jetzt hier auf Connect und damit sollte das Ganze dann schon funktionieren. Bei diesem Prozess kann es durchaus mal zu Schwierigkeiten kommen, sodass ich den Gerätemanager von Windows dann aufrufen sollte und sollte mir hier unter Anschlüsse ansehen, ob es denn wirklich ein USB Serial Port gibt. Das ist dann der Anschluss, an dem ich mein USB-Kabel angeschlossen habe. In der Regel wird das, wenn dieses Modul dort angeschlossen ist, über das Kabel automatisch erkannt. Die COM-Schnittstelle, die hier verwendet wird, heißt in diesem Fall COM4. Funktioniert das Ganze und ich drücke auf die Connect-Taste, so erscheint dieses Bild. Ich muss also hier draufklicken und wir sehen das jetzt. Dann geht dieses Fenster auf, ich muss den Port auswählen, auf Verbinden klicken. Jetzt wird das Ganze verbunden, jetzt installiere ich muss hier noch löschen, weil alte Daten da drauf waren, installieren und nun beginnt der Installationsvorgang. Hier fängt das Ganze damit an, dass die alten Daten gelöscht werden, da ich das Ganze vorher schon mal aufgespielt hatte und anschließend wird hier nun der Installationsprozess durchgeführt. Es gibt noch ein sogenanntes Wrapping, das geschieht jetzt und nach recht kurzer Zeit sollte das Ganze erfolgreich abgewickelt sein. Habe ich das Ganze nun erfolgreich abgewickelt und in Betrieb genommen, so kann ich nun auf meinem Computer über dieses Symbol das WLAN-Netzwerk anwählen. Das sehen wir hier. Ich gehe also hier auf dieses Symbol und kann mir nun das Ahoy DTU WLAN raussuchen. Dann bin ich allerdings direkt mit diesem Modul verbunden und habe keine Internetverbindung. Ist das geschehen, so starte ich meinen Browser mit dieser IP-Adresse 192.168.4.1 und dann erscheint dieses Bild, sofern denn tatsächlich erfolgreich eine Verbindung zum Home-Hals-Wechselrichter erfolgt ist. Man muss da ein bisschen Geduld haben. Zunächst tauchen hier überall Nullen auf, aber nach recht kurzer Zeit sollten dann schon die ersten Daten ausgelesen sein. Bevor das Ganze allerdings erfolgreich funktioniert, muss ich nun meinen Inverter, meinen Wechselrichter hier in den Settings angemeldet haben. Dazu gehe ich also auf Settings, Inverter, kann hier mehrere Inverter anmelden. In meinem Fall ist das nur einer. Hier habe ich nun die Seriennummer angegeben von meinem Wechselrichter, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe zwei Module A400 Watt, die gebe ich hier an. Ich kann ihnen sogar noch Namen geben, das habe ich hier nicht getan. Damit ist das Ganze tatsächlich aber immer noch nicht betriebsbereit, denn ich muss zuvor noch die maximale Leistung angeben. Das geschieht hier über Serial Control. Ich muss dann nach unten scrollen. Ich hatte meinem Inverter einen Namen gegeben. Hier sage ich nun, das kann ich hier auswählen, dass ich einen absoluten Leistungswert in Watt angeben möchte, der persistent ist, der also nach dem Wiederhochfahren des Wechselrichters immer noch bleibt. Das wird also direkt in den Wechselrichter geschrieben. Gebe hier 600 Watt an, klicke auf diesen Button, dann wird das Ganze zum Wechselrichter gesendet und erst dann ist die Anlage wirklich betriebsbereit. Wie ich bereits gesagt habe, ist es ein wenig lästig, wenn ich nun genau diese Wirkungsstrecke aufgemacht habe.
denn dann befinde ich mich ja in einem WLAN mit meinem Laptop, das nicht in der Lage ist, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Es ist also besser, wenn dieses WLAN-Modul das Signal an den Router sendet und ich mich dann über mein gewohntes Netzwerk mit meinem Laptop und dem Router verbinden kann. Das geschieht über Settings und Network. Hier sehen wir das Passwort für das WLAN-Modul, das muss ich stehen lassen. Ich kann nun hier nach Netzwerken, nach WLAN-Netzwerken scannen und mir dann an dieser Stelle das passende WLAN-Netzwerk raussuchen, oder ich gebe gleich direkt von meinem Netzwerk in meinem Haus hier den Namen an und das Passwort. Ich sollte hier auch noch eine feste IP-Adresse angeben, mit der ich dann im Browser direkt auf die Daten meines Wechselrichters zugreifen kann. Man sollte am Ende nicht vergessen, auf Save zu klicken, sonst werden die Daten natürlich nicht übernommen. Ist das Ganze geschehen, so kann ich nun hier oben in meinem Browser die IP-Adresse, die ich fest zugeordnet habe, eingeben. Es reicht vollkommen, wenn ich einfach nur diese IP-Adresse eingebe. Das ist eine private IP-Adresse. Und somit erscheint dann im Browser dieses Bild mit den Daten, die ich ja bereits zu Anfang vorgestellt habe. Nachteilig finde ich bei diesem Projekt im Moment noch, dass die Daten nicht gespeichert werden können. Alles, was ich hier lesen kann, sind Daten, die der Wechselrichter gespeichert hat. Und der Wechselrichter zeichnet eben nicht kontinuierlich Daten auf, sondern nur einige wenige Werte. Ich kann also nicht den Verlauf der Leistung über den Tag oder gar über den Monat genau betrachten. Es sind zwar im Ahoy DTU bestimmte Mechanismen vorgesehen, mit denen man so eine Datenaufzeichnung realisieren kann, aber das ist alles nichts Triviales, das sind im Grunde wieder eigene Projekte. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen anschaulich erklären, wie man diese beiden Module miteinander verbindet und wie man damit die Daten aus dem HOMALS-Richter auslesen kann. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.